Fehler sind dazu da, um sie zu machen, daraus zu lernen, um die möglichst nicht zu wiederholen. Denn keiner von uns auf der Welt ist fehlerfrei. Jeder hat seine Ecken, seine Kanten und seine Macken. Und das zeichnet jede einzelne Person für sich im Einzelnen aus. Aber kommen wir zum anderen Punkt. Wenn wir jemanden verletzen, der Person wehtun, dann müssen wir uns auch bei der Person entschuldigen. Und zwar uns richtig entschuldigen. Jetzt denkst du dir, kann man sich auch falsch entschuldigen? Ja, man kann sich auch falsch entschuldigen. Aber dazu komme ich gleich. Wenn wir zurückblicken, haben wir mit Sicherheit mal die Situation gehabt, wo wir einer Person eine Entschuldigung schuldig waren und der Person gegenübergestanden haben. Dann kamen wir uns so vor, als wenn wir ins leeres Blatt geguckt haben, wenn wir der Person in die Augen geschaut haben. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Denn bevor man sich entschuldigt, muss man sich erstmal Gedanken machen. Hat man wirklich einen Fehler gemacht? Und wenn ja, welchen Fehler hat man gemacht? Wie kann man sich richtig entschuldigen? Oder was muss ich möglichst meiden? Es gibt 3 Arten von Entschuldigungen. Es gibt Menschen, die gehen dahin, entschuldigen sich plumps mit einem Sorry, tut mir leid. Es gibt Menschen, die kommen dahin und sagen, ja, eigentlich hätte das so und so, aber aus diesem Grund ist das und das passiert und deswegen ist das passiert. Eigentlich ist das nicht meine Schuld, aber aus der Situation heraus hat sich so ergeben, dass es zufällig bei mir der Fehler passiert ist. Oder es gibt die dritte Art von Menschen, die wirklich sich Gedanken machen, detailliert, was deren Fehler war. Zum Beispiel, eine Person kommt dahin und sagt, Entschuldigung, ja, es stimmt, ich habe den Fehler gemacht. Dadurch, dass ich das und das und das verachtet habe, dass ich da und da nicht drauf geachtet habe, ist das und das und das passiert. Ich bitte dich um Verzeihung, ich werde mein Bestes geben, dass es nicht wieder passiert. Damit auch unsere Entschuldigung ernst genommen wird, müssen wir uns so zeitnah wie möglich dran halten. Und möglichst persönlich, nicht irgendwie per SMS oder per E-Mail. Denn je schneller wir das vermitteln, desto mehr weiß auch die Person es zu schätzen. Wenn wir eine lange Pause dazwischen lassen, dann nimmt die Person uns gar nicht die Entschuldigung ab, weil das einfach unglaubwürdig ist, was auch realistisch ist. Und entschuldigen ist keinerlei ein Zeichen von Schwäche und auch nicht von Beminderwertigung. Entschuldigung ist ganz im Gegenteil ein Zeichen von Stärke, von Größe, egal wie alt man ist. Es kann auch ein Älterer sich bei einem Jüngeren entschuldigen, denn somit zeigst du Mut, das Entgegenkommen. Das ist nicht jedermanns Sache. Dem Weggucken, die Schuld jemand anderem in die Schuhe schieben, das Ganze leugnen, das können vielleicht viele, aber wenige können ihre Taten eingestehen und hingehen und um Vergebung bitten. Man sollte sich aber auch nicht, man sollte auch allerdings sich nicht für jede unnötige Tat entschuldigen. Mal angenommen, wenn 5 Stühle in einem Raum sind und 4 sind von denen belegt, ich betrete den Raum und nehme mir den 5. Stuhl. Dafür brauche ich mich bei der 6. Person nicht zu entschuldigen, die nach mir in den Raum reingekommen ist, dafür, dass ich den 5. Stuhl angenommen habe. Oder mich bei jemandem entschuldigen für jemanden. Denn somit verlieren wir unseren Wert im Augen anderer. Und aus diesem Grund sollten wir auch in gewissen Situationen sparsam mit dem Begriff Entschuldigung umgehen. Fehler machen ist nicht schlimm, solange man den Mut hat, um hinzugehen und um Vergebung bittet.